Es wurden halt diese vielen Allergien, unheilbare Krankheiten festgestellt und ich hätte ja nur 5 Milligramm Cortison nehmen dürfen, habe aber 300 genommen und zum Schluss war meine Krankenakte, die war so dick, ja. Und Menschen, die wissen, was es bedeutet, unheilbare Krankheiten zu haben und sich von einer großen Krankenakte zu befreien und heutzutage sagen zu können, wo ich sehr dankbar für bin, habe mir das aber hart erarbeitet. Ja. Ich kann wieder 100 Kilo Bankdrücken machen. Ich habe 14 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Ich kann wieder Fußball spielen. Also ein bisschen muss ja davon stimmen, ja. Ja, herzlich willkommen, Robert, hier bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so, dass du heute dabei bist und deine Geschichte mit uns teilst. Und ich bin ja so fasziniert davon. Ich will kurz anteasern. Du hattest Rheuma und zwar in mega jungen Jahren. Mit 19 warst du kurz davor, im Rollstuhl zu landen oder bist sogar. Und dann hast du dich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und darüber sprechen wir heute. Erzähl uns aber vorab doch noch etwas über dich. Wer bist du? Von wo kommst du? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei eurem hochwertigen YouTube-Kanal und Interview. Also vielen Dank, weil mir ist es immer wichtig, wirklich Menschen zu erreichen, weil es so viele Menschen gibt. Also laut den Zahlen so sind es ja angeblich 4 Millionen Menschen oder 20.000 Kinder sollen es ja auch sogar schon sein. Ich glaube, dass es sogar noch mehr sind, weil viele gar nicht auch zum Arzt gehen mit Gelenkbeschwerden oder Rheuma oder so. Ja. Ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin der Robert, ich komme aus Rand Berlin, ich bin im Dorf groß geworden, ja, und das Einzige, was ich immer wollte, liebe Priscilla, war einfach normal sein. Also ich wollte wirklich normal sein. Aber was heißt schon normal heutzutage? Ich meine, das was die meisten im Mainstream kennenlernen, ist ja arbeiten gehen, essen, schlafen, vielleicht am Wochenende, wenn man einen gesunden Körper hat, ein bisschen feiern gehen. Ja, einfach trotzdem seine Lebenszeit zu genießen, ist ja egal, ob oberflächlich oder sag mal, tiefsinnig, spirituell. Wir sind ja alle Menschen. Und ich möchte auf jeden Fall mit meiner Message vom Rollstuhl zurück ins Leben auch Menschen motivieren, weil ich bin auch nur ein Mensch aus Haut und Knochen. Und wenn ich das kann, ja, und ich konnte mir früher nicht mal die Zähne putzen vor Schmerzen, ja, und ich war halt auch mit 19 im Rollstuhl und ich wurde gezwungen vom Leben, ja, obwohl ich das niemals wollte vom Verstand, aber mein Herz hat halt immer da gesungen. Und jetzt nach 14 Jahren will ich diesen Weg gar nicht mehr missen, dass ich halt, ja, mittlerweile, ich habe ja auch viele Ausbildungen gemacht, habe auch 5 Jahre in einem spirituellen Zentrum gelebt, gedient, gearbeitet, wo ganz viele Heilungsgeschichten immer noch auch stattfinden. Und ich möchte einfach mit der Message raus, weil ganz viel neben Schulmedizin einfach möglich ist. Ich verteufel aber nicht die Schulmedizin, ja. Und ich bin jetzt 35 Jahre alt, habe 14 Jahre Erfahrung, was Körper, Geist und Seele angeht und Selbstheilungskräfte angeht und wirklich tiefsinnige Heilung. Ja, ich werde jetzt im Januar das erste Online-Heilungszentrum veröffentlichen. Ja, und da wird auch mit Schamanen gearbeitet, mit Channel Medium. Also das heißt, es geht schon viel tiefer in die Richtung und das kann ich nur in einem geschützten Rahmen machen. Das darf man übrigens auch gar nicht in Social Media machen, was ich da mache, ja, weil da wird es sehr viel persönliche Erfahrungen geben und das muss man in einem geschützten Rahmen machen, weil wir vergessen immer alle, das im Social Media, das gehört uns allen nicht. Ja, ja. Und durch die Krise, die dieses Jahr gekommen ist, die hat eine ganze Menge kaputt gemacht. Unter anderem mein Buch vor allem hat es kaputt gemacht, ja. Äh, ich werde aus sämtlichen Buchhandlungen rausgenommen, weil die Leute Corona-Bücher lesen wollen. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Also deswegen bin ich sehr dankbar für uns hier. Ansonsten möchtest du gerne kurz etwas zu meiner Geschichte erzählen? Unbedingt, genau. Wie alles angefangen hat, weil meistens ist es ja so, wenn man dann es geschafft hat und sich da rausgeholt hat, vergisst man, wie das eigentlich war, wie alles angefangen hat. Du hast vorhin gesagt, dass du dir nicht die Zähne putzen konntest. Wie alt warst du da, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ja, wie gesagt, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich versuche es auch so kurz wie möglich zu halten. Und Gut atmen, wir haben Zeit. ja, klar. Ich habe das ja schon dutzende Male erzählt, weil es einfach, Menschen lieben nun mal wahre Geschichten und Menschen spüren auch, wenn es wahre Geschichten sind. Ja, weil das, was ich abliefer,
Ja, und das meine ich ja ohne Ego. Das kannst du nur abliefern, wenn du auch Erfahrung auf einem Gebiet hast. Und ich bin nun mal auf einem Gebiet jetzt nach so langer Zeit spezialisiert, was das Heilungsthema angeht. Also Heilung ist ja dahingehend wichtig, dass wir hier nicht von Routinarbeit reden oder spirituellen Medikamenten. Ja, dass man sich auch nicht abhängig macht von veganer Ernährung oder einem grünen Smoothie oder dass man sich nicht mal von Meditation abhängig, auch wenn diese Dinge als Routine über Jahre sau wichtig sind, ja. Aber es können auch Medikamente sein. Weißt du, was ich meine? Es können auch Symptome lindern, aber es geht darum, die seelische Wurzel so anzupacken und die hat nun mal viel tiefere Wurzeln und da muss man sich mit außerhalb des Universums beschäftigen. Mhm. Und bei mir hat es wirklich angefangen, was ich so behaupte, war wirklich der Start ins Leben. Ja, also deswegen sage ich auch in meinem Buch und so, dass die Geburt, auch wenn man heutzutage Kinder in die Welt setzen möchte, was ja der schwerste Job der Welt ist und die größte Verantwortung, ein Kind großzuziehen, der Start ins Leben ist super wichtig. Bei mir war es tatsächlich so, dass das geht ja auch vielen anderen so, aber es ist eine wichtige Ursache. Ähm, ich war einer, der wirklich ins Leben gerissen wurde. Ja, ich war zwar im Mutterbauch total gesund, sonst hätte ich die Geburt auch gar nicht überlebt. Bei mir war es so, ich wurde mit einer Zange, mit meinem Allerwertesten kam ich zuerst in die Welt, Halleluja. Und ich bin am Tag von Tschernobyl geboren, ja. Den Leuten, denen das was sagt, das ist auch vielleicht ein wichtiges energetisches Erlebnis für die Welt gewesen. Ich sage aber immer, ich bin schon verstrahlt zur Welt gekommen, aber ich habe ein positives Ding an der Waffe, ja, Priscilla, weil ich will ja den Humor nicht verlieren hier an der Stelle. Und ich bin halt eine Zahngeburt gewesen. Das Problem ist aber an der Zahngeburt, wenn die Nabelschnur reißt und du Fruchtwasser schluckst, dann wirst du in einen Inkubator gesteckt und wirst von Schläuchen ernährt. Du kriegst keine Muttermilch. Und wenn da jemand sagt, dass da keine erstmaligen traumatischen Erlebnisse entstehen, ja, weil du ja als Säugling dich 9 Monate geborgen fühlst im Mutterleib, dann kann man nur sagen, du hast gar keine Ahnung vom Leben, du weißt gar nicht, wie Energien wirklich funktionieren. Und natürlich ist man da als Seele, als Säugling so belastet, da kann der Rest des Lebens, das kann nur schief gehen. Wenn das System schon so beim Start des Lebens belastet ist, ja. Hinzu kam, dass ich war die ersten 2 Jahre nur im Krankenhaus. Ich war auch an Heiligabend ganz alleine im Krankenhaus mit einer Krankenschwester zu DDR-Zeiten und da galten noch andere Regeln als sonst. Wichtig ist auch zu wissen, ich habe nach 13 Wochen das erste Mal meine Mutter im Arm gehabt. Ja, ich habe meine Nerven von meinem rechten Arm, die waren so verletzt von der Geburt, dass monatelang mein Arm gelähmt war. Ja, die wollten mir ein künstliches Gelenk einsetzen als Säugling. Ja, das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, da hat das Universum mir super geholfen. Und hinzu kam, dass ich nach 9 Monaten eine Lungenentzündung hatte und eine Herzmuskelentzündung. Ja, so. Und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas mit mir im Leben nicht stimmt, das war nach Beendigung der 10. Klasse. Ja, das war so straight. Die Schule war vorbei. Es war so, dass ich nur Schmerzen hatte am letzten Schultag und den Rest meiner Sommerferien im Krankenhaus verbracht habe. Lustigerweise waren aber im Krankenhaus meine Schmerzen weg und die Ärzte haben aber nichts gefunden. Die behalten einen natürlich trotzdem im Krankenhaus. Ich will immer nur sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Schulmedizin. Ich habe nur etwas dagegen, wenn Schulmedizin einen Menschen in eine Schublade steckt, obwohl sie ihn gar nicht kennen und innerhalb vielleicht von einer Minute optischer Wahrnehmung, ja, einfach sagen, du hast eine unheilbare Krankheit. Das geht ja gar nicht. Also weil ein Symptom äußert sich ja nicht ohne Grund. Und es gibt ja auch alles passiert ja auch aus einem Grund im Leben. Und dem Grund musst du halt nachgehen und nicht einfach nur ein Symptom schildern, weil man da das ganze Leben kaputt macht, weil man ja so aufwächst mit den normalen schulmedizinischen Informationen als Bürger sozusagen. Ja, und man vertraut ja den Männern in Weiß und den Göttern in Weiß sozusagen, aber das ist halt, da wird halt sehr viel Schindluder getrieben. Das ist das einzige Problem, was es gibt in der Schulmedizin. Ansonsten werden sehr viele Leben gerettet und das ist sehr wichtig.
Und ich Sehr hatte ein wichtiges, brutales Erlebnis, was die Sache von dem Rheuma auch aus meiner Sicht wirklich beschleunigt hat. Ich habe mit 14 Jahren erlebt, wirklich mein absolutes Urvertrauen zu verlieren. Ich wurde in einer Bahn in Berlin zusammengeschlagen, ziemlich hart, obwohl ich meinen besten Freund damals helfen wollte. Ich der Einzige war in unserer Truppe, wo wir oder in der Bahn unterwegs war, der sich getraut hat, sich zu wehren, aber dann auch vor Angst erstarrt ist, so wie meine Freunde. Und dann habe ich halt alles abbekommen. Aber das hat ja auch seine Gründe gehabt, ja, wenn man sich mit karmischen Dingen und so weiter beschäftigt. Also, weil ich gebe ja niemandem die Schuld oder so, aber ich will nur sagen, ich habe genau an dem Tag, ich habe sämtlich, weil da verlierst du sämtliches Urvertrauen, wenn dir keiner hilft. Ich will nur die Situation schildern, weil wenn man an der Stelle was gegen irgendeinen Menschen hat, als Opfer, und ich gehe auch nicht in die Opferrolle, ja, das ist ein wichtiges Unterscheidungsvermögen, was meine Geschichte auch spannend für viele Menschen macht, weil es ist wichtig, was machst du denn aus deiner Geschichte? Weil am Ende des Tages, es interessiert sich keiner für dich. Der Einzige, der sich für dich interessiert, musst du selber sein. Und es kommt auch niemand um die Ecke und sagt, hey, hier kannst du ein Buch drüber schreiben oder hey, hier kannst du mal ein Interview machen. Es kommt keiner um die Ecke. Ja, da musst du schon sonst was machen oder sonst wer sein. manchmal gibt es Ja, solche Engel. ja, aber genau, natürlich gibt es auch. Die Sache ist nur die, das hat man sich vorher viele Jahre erarbeitet, bis so etwas auf einen zukommt. Das hat man sich sehr hart erarbeitet und vor allem hat Entwicklung auch stattgefunden. Und viele Menschen wollen sich nicht entwickeln und wollen sich gar nicht verändern, weißt du? Und viele Menschen wollen vielleicht auch Heilung erfahren, so ging es mir am Anfang, als ich diese vielen Schmerzen hatte. Ich wollte immer mein altes Leben zurück, ja, weil ich immer normal sein wollte. Bloß wenn deine Seele vom Seelenplan und das Universum etwas anderes mit dir vorhat, was man rausfinden muss, dann wirst du zwar vom Verstand her immer dein altes Leben ähm, ähm, hervorrufen wollen, aber du wirst nicht die PS auf die Straße kriegen. Das ist das Problem. Und deswegen ist ja für mich wichtig, dass die Menschen so in ihre Kraft wiederkommen. Deswegen kommt ja auch das Online-Heilungszentrum, weil meine Absicht, die ist rein. Und meine Absicht ist das Ziel, dass jeder Mensch viel mehr an seine Kraft kommt und Lebensenergie auch als Heilung fühlt. Weil dann passiert automatisch genau das, was wir ja auch in so einer Krise brauchen, dass Menschen zu Bewusstsein kommen. Und dann brauchst du nicht mehr so viele Menschen fragen. Ja, denn erstickst du auch nicht an einer Informationsflut. Und mein drittes Hauptproblem hat 2007 stattgefunden. Und zwar habe ich eine so dumme Entscheidung getroffen, ja, die ich heute noch sehr, sehr bereue, ja, auch aufgrund, weil ich das schon mal durchgemacht habe. Ich habe mich selber voller dummer, junger, naiver Verantwortung mit 20 Jahren mit Medikamenten vergiftet, mit Cortison. Und ich rede hier, wenn ich von einer Vergiftung rede, das habe ich mir aber selber angetan, weil ich dachte, okay, ich kann schon arbeiten. Ich wollte mir in Hamburg, um das kurz zu fassen, eine Zukunft aufbauen als Schweißer und Schlosser in der Lebensmittelindustrie. Ziemlich verrückt. Ich habe ja sowieso eine super verrückte Geschichte, weil ich komme vom Bau. Ich habe Heizung Sanitär auf dem Bau gelernt und heute mache ich sowas hier mit dir. Ja, also das ist ja ein totaler Kontrast. Deswegen sage ich ja, Kopf und Herz, das haben verschiedene Vorstellungen vom Leben. Und ich will nur eins damit sagen, das hätte ich gedurft vom Arzt sozusagen, ja. Ich habe aber den Arzt nicht gefragt, sondern ich wollte die Schmerzen einfach wegbekämpfen, ja, die Symptome wegbekämpfen. Und ich habe so 300 Milligramm Cortison am Tag genommen. Und Leute, die sich damit auskennen oder vielleicht selber zuhören gerade oder das Wort MTX, Methotrexat kennen, was ich auch in Massen genommen habe, das ist das sogenannte Rattengift, unter Heilpraktikern genannt. Das wird eigentlich nur in Chemotherapien verwendet für harte Krebspatienten. Und das habe ich auch noch genommen und dann sehr hart gearbeitet. Und dann hat mein Körper genau nach 3 Monaten gesagt, jetzt ist richtig Ende im Gelände, weil irgendwann meine Haut nur noch von Nebenwirkungen aufgerissen war. Ich so einen Bullenkopf hatte, ein Mondgesicht sozusagen, das kommt ja als Nebenwirkung. Und natürlich diverse andere psychische Probleme, die noch dazukommen, weil Medikamente können keine Heilung erzielen. Es geht nicht. Es ist nicht schlimm, wenn man Schmerztabletten nimmt, wenn die Schmerzen sehr groß sind. Das halte ich sogar für wichtig, ja, um die Nerven zu beruhigen.
ja, aber langfristig muss man versuchen, frei von Medikamenten zu sein, weil von der Natur aus äh, äh, müssen wir das zu uns nehmen, was die Natur uns auch gibt. Ja, Ja? wir dürfen das sogar. Es sind Ja. mehr Pflanzen Mhm. als Tiere und es sind mehr Pflanzen als Medikamente, als Produkt gesehen, als Mittel, um zu leben. Das ist ein Lebensmittelwort. Ja? Ja. Und bei mir war, liebe Priscilla, zum Schluss äh, äh, bin ich in diversen Krankenhäusern gelandet und es wurden halt diese vielen Allergien, unheilbare Krankheiten festgestellt. Und ich hätte ja nur 5 Milligramm Cortison nehmen dürfen, habe aber 300 genommen. Und zum Schluss war meine Krankenakte, die war so dick, ja. Mhm. Und Menschen, die wissen, was das bedeutet, unheilbare Krankheiten zu haben und sich von einer großen Krankenakte zu befreien und heutzutage sagen zu können, wo ich sehr dankbar für bin, habe mir das aber hart erarbeitet. Ja. Ich kann wieder 100 Kilo Bankdrücken machen. Ich habe 14 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Ich kann wieder Fußball spielen. Also ein bisschen muss ja davon stimmen, Mhm. ja, weil für mich ist die schwerste Aufgabe aktuell, die Menschen da abzuholen, dass sie mir auch vertrauen. Das ist schwer. Das kennst du bestimmt selber von deinen Videos und so, ja. Aber du kannst ja Menschen nicht verändern. Die müssen ja selber wollen, ja. Bloß ich muss das machen, für was ich geboren bin. Und das ist Menschen Mut zu machen, dass sie versuchen, sich über den Tellerrand hinaus mit Dingen zu beschäftigen. Und mein großes Glück war aber immer, liebe Priscilla, weil ich habe auch 2 Nahtoderfahrungen gesammelt, leider alles in den Jahren zwischen 2008 und 2014. Ja. Und ich hatte aber immer das große Glück, und deswegen ist dieser rote Faden zu erkennen. Immer wenn ich an einem Punkt war, dass es wirklich körperlich auch nicht mehr weiterging, kam wirklich, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, da kam aus dem Nichts irgendein Heiler zu mir, wo wir gar keinen Kontakt aufgenommen haben. Irgendeine Ärztin hat sich gemeldet über Verwandte, Freunde, die irgendwas mitbekommen haben, ja, und uns sofort gesagt haben, also meinen Eltern und mir, pass auf, meldet euch mal da. Und dann war ein Gefühl da und dann sind wir da immer hingefahren. Ich war, ich glaube, zum Schluss bei über 14 Heilern, 20 Ärzten und so weiter, bis hin um die Kurzfassung zu erzählen, das ist mein letzter Satz, liebe Priscilla. Ich habe das große Glück gehabt und durfte von 2010 bis 2015 in einem Seminarzentrum für Körper, Geist und Seele und wirklich spirituelle, ganz tiefe Heilung durfte ich leben, dienen und arbeiten, meine ganze Ausbildung zum Lehrer der neuen Energie machen. Ich habe dort als veganer Koch gearbeitet. Ich habe so viele Menschen begleiten dürfen in dem Zentrum. Und wir reden hier von einem Zentrum, was einer gegründet hat, der schon zu DDR-Zeiten, und da reden wir hier von 1980, da hatte der schon das erste Yoga-Zentrum in ganz Deutschland gehabt. Also wir reden hier von einem Menschen, der so viel Erfahrung hat, und Erfahrung schlägt alles im Leben. Wenn du auf irgendeinem Gebiet Erfahrung hast, das ist das Allerwichtigste im Leben. Ja? Und deshalb ist meine wichtigste Botschaft, äh, dass Heilung und nicht von heute auf morgen geht. Ja, Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich auch immer merke, wenn ich diesen Geschichten lausche? Und das hast du sehr gut gezeigt anhand deines Weges. Es ist etwas schon frühkindlich passiert, wo du nicht gelernt hast, Selbstfürsorge zu tragen. Weil nehmen wir an, das wäre alles nicht passiert, dieses frühkindliche Trauma, dann hättest du bei der ersten Anzeichen von Schwierigkeiten und Verletzungen hättest du gelernt gehabt, dich zu umsorgen, Selbstfürsorge zu leben. Aber du hast es nicht gelernt. Das heißt, du hattest eine Vision und ein Ziel und das ist ja mega, dass wir das haben, wir Menschen, dass wir Schöpfer sind. Aber du hast dich dann so reingegeben, dass die ganzen Alarmglocken, die dein Körper schon gesendet haben, du einfach mit Medikamenten unterdrückt hast und dich somit selber vergiftet hast. Und diese Geschichte ähnelt so vielen von uns Erkrankten. ja, Ich, bei meiner Geschichte ist es so, dass ich es nicht gelernt habe in meiner Kindheit, weil jemand in unserer Familie kränker war und wir alle ihn schützen mussten und für ihn gelebt haben. Weißt du, was ich meine? Und dann später, ja, als ich erschöpft war,
hatte ich dieses Wissen nicht. Und das ist so schön, wie du das sagst, dass das genau diese Zeit braucht. Das ist einerseits diese Erkenntnis, wer bin ich wirklich, wenn alles andere wegfällt, wer bin ich? Ohne Ruhm, ohne Job, ohne Träume, wer bin ich? Und da ganz neu anzufangen. Ja, Wahnsinn. Absolut. Ja. Und das ist so schön, diese Ermutigung, die du aussprichst, dass du sagst, es ist möglich, aber es braucht Zeit. Und bei dir waren es ja dann diese Komponenten, du hast gesagt, von diesen Heilungen, die du erlebt hast, diese verschiedenen Ärzte. Heute kennt man dich ja enorm unter dem Slogan vegan. Was bedeutet das für dich, diese vegane Ernährung, da zurück zu diesem natürlichen Leben? Ja, genau. Wie ich vorhin kurz schon versucht habe anzudeuten, was ist das eigentlich, die Prinzipien von Ernährung und warum ist das auch so wichtig? Weil wir leben natürlich in einem Körper und wir vergessen, weil wir das halt in der Schule nie beigebracht bekommen und vielleicht bekommen wir das auch bewusst nicht beigebracht, ja, weil man mit kranken Menschen sehr viel Geld verdient. Das ist die Frage, die stellt sich ja grundsätzlich niemand, weil wir Menschen ja grundsätzlich, wir haben immer ein natürliches Vertrauen in uns. Wenn wir neue Menschen begegnen, ja, zu 90% schenkt jeder Menschen dem anderen erstmal ein Lächeln, ja. Aber das geht ja immer mehr verloren. Das ist Ja. ja das Problem. Und so ist es auch beim Thema Ernährung, wie viel da leider verloren geht. Das Problem ist ja, es gibt nun mal das Prinzip von basischer Ernährung, ja, und von mir aus muss sich nicht jeder vegan ernähren, aber es macht halt mehr Sinn, sich vegan zu ernähren, weil wenn du weißt, dass alle 3 Sekunden ein Mensch stirbt, weil er nichts zu essen und zu trinken bekommt und gleichzeitig 1 Kilo Rindfleisch, was einfach Fakten sind, die habe ich mir nicht ausgedacht, die sind nun mal bewiesen. Deswegen sind wir Menschen ja verantwortlich aufgrund von unserem Konsum und wir können heutzutage deshalb so viel mit Messer und Gabel verändern und wir müssen ja sowieso essen und trinken jeden Tag. Es gibt ja ganz wenige Menschen auf der Welt, die das nicht müssen, ja, aber die leben auch dementsprechend anders und die machen nicht solche Interviews wie wir hier, weil die können die Energie gar nicht halten, die leben ganz anders. Es gibt ganz verrückte Menschen auf der Welt, aber das ist einer von 1 Milliarde, weißt du, die haben sich dahin entwickelt. Ansonsten werden 15.000 Liter Wasser für 1 Kilogramm Rindfleisch verbraucht und es werden bis zu 15 Kilogramm CO2 freigesetzt. Während für einen Sojaburger, wo ja Soja so verteufelt wird, ja, werden 300 Liter Wasser verbraucht für 1 Kilo Sojaburger. Ja. Oder Ja, und das Spannende ist auch, 15 Gramm CO2. Und da muss man sich die Frage stellen, was man unterstützt. Und ich muss nur kurz erzählen, entschuldige, ich muss nur kurz erzählen, weil nebenbei hat kein tierisches Produkt irgendein Vitamin, irgendein Ballaststoff. Und Vitamine und Ballaststoffe, das braucht unser natürlicher Körper, weil wir leben in einer Physis, wo wir abhängig sind. Das ist unser größtes Zuhause, wo wir uns am meisten jeden Tag in dieser dreidimensionalen Art identifizieren. Und wie wenig Selbstliebe muss man haben und so weiter. Und wie dumm muss man groß werden, dass man nicht jeden Tag auf seinen Körper achtet. Weil das, was du isst, das ist das Ergebnis. Ja? Und natürlich spielen psychische Dinge eine Rolle. Aber ich habe auch sehr oft in meinen Mentorings erlebt, wenn man mit Ernährung anfängt, weil das ja nun mal theoretisch das Leichte, aber auch das Schwerste ist. Aber da wir ja müssen, ist es wieder leicht, weil wir müssen jeden Tag essen. genau. Das kann sogar sein, wenn du wenn du Ernährung als Energie betrachtest, ja, dann ist es genauso eine Schwingung, ja. Und wenn du da die Mitte findest, dann isst du halt ein kleines Stück Fleisch am Tag, um deinen Sinn zu befriedigen, um deine Sklaverei von deiner Zunge zu befriedigen. Aber wenn du 80% dich basisch, chlorophyllhaltig mit Antioxidantien ernährst am Tag und über einen langen Zeitraum entzündungshemmend, das sind alles Themenbegriffe, wo wir eigentlich Videos machen müssten, das geht aber nicht. Und deshalb gibt es ja noch mehr Fachlektüre. Ansonsten ist es so, deswegen muss sich nicht jeder vegan ernähren. Aber es macht natürlich mehr Sinn für Menschen, Tiere und Erde. Und jetzt komme ich nochmal dazu. Das Problem ist bei uns Menschen, dass wir alles, was wir herstellen, egal ob tierische Produkte oder andere Sachen, ja,
zu 90% wird Raubbau an Ressourcen der Erde betrieben, obwohl unsere Erde noch ein viel wichtigeres Zuhause als unser Körper ist. Weil du kannst ja nicht im Universum umherschwirren mit deinem Körper. Ja? Da ist nun mal kein Supermarkt im Universum. Das ist vielleicht ein Mars und ein Mond. Und irgendwann kommt noch mal ein Saturn oder so. Ja? Und darüber denkt überhaupt gar keiner nach, dass wir in einem unendlichen Raum voller Zeit und Energie leben, wo vielleicht eine Menge mehr möglich ist und wo nun mal immer irgendwann mal alles unerklärbar ist. Weil das Universum hat nun mal keine Grenzen. Es ist nun mal grenzenlos und es gibt da auch kein Oben und Unten. Es ist ein Raum voller Unendlichkeit und in dem Raum lebst du. In dem Raum leben wir. Und eigentlich, auch wenn das so unendlich ist, ist es eigentlich ganz einfach zusammenzufassen. Unser Körper verstoffwechselt und er hat 3 Aufgaben. Das ist die Energiegewinnung, das ist Auf- und Abbau und das ist Entschlackung, Loslassen. Also alles, was sich staut, wieder loszulassen. Und wir können ihn unterstützen mit, und das hast du schon erwähnt, basischer Ernährung. Und in tierischen Produkten, das ist einfach sehr sauer. Und abgesehen davon, und das ist so wichtig, was du gesagt hast, es ist für uns gesund. Und ich sage immer, was im Kleinen gesund ist, ist auch im Großen gesund. Also wenn es meiner Zelle gut tut, dann geht es auch unserer Erde gut. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und daher auch vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit. Das ist mega wichtig. Aber Priscilla, eine Sache noch, und zwar jede Krankenschwester und jeder Arzt, wenn du ihn mal fragst, der weiß, wie Krankheiten entstehen. Und jede Krankheit entsteht in einem säurehaltigen Milieu. Ja? Und Zucker ist genauso so. Und natürlich ist vegan jetzt nicht gesund, weil Zucker, Kaffee und Brot, ja, Gluten, das ist alles vegan. Zigaretten, Alkohol ist vegan, ja. Ja, weißt du, das ist einfach so. Und deswegen gibt es da immer Unterschiede. Aber wenn du die Mitte mit Routinearbeit findest, ist ein sau wichtiger Anfang. Ja. Ja? Und ich kann nur sagen, ich ernähre mich jetzt seit 11 Jahren vegan, habe 5 Jahre als veganer Koch auch davon gearbeitet, habe über 600 Rezepte als Hausmannskost sehr erfolgreich, 300 Rezepte an veganen Backen und 300 Rezepte an veganen Kochen in dem Seminarzentrum mitentwickelt. Ja? Und wir haben immer folgende Erfahrung gesammelt. Wir haben es den Leuten nicht gesagt, dass hier bio-vegane Küche ist. Die Leute haben zum Schluss des Seminars, wenn wir zum Beispiel Yoga und Wandern im Harz gemacht haben, wenn wir Katharsis-Seminar gemacht haben, ja, was für seelische und geistige Reinigung steht, aus dem Griechischen kommt, eine uralte Tradition da ist, haben die Leute zu 90% immer gefragt, als wir das denn gesagt haben sie gefragt, wie habt ihr das Fleisch so zart bekommen? Ja, weil wir sind Sklave von Konsistenz und wir sind Sklave von Gewürzen. Ja, Ja, genau. Das Fleisch schmeckt nur wegen dem Gewürz so gut. Genau, weil das Fleisch ist ein Produkt von einem Lebewesen, ja, was gar nicht freiwillig für dich eigentlich sterben will. Und wir leben nun mal nicht mehr in einer Mammutzeit. Und natürlich war das damals anders. Und bla bla. Aber eins steht fest, wir müssen im Jetzt sein. Und jetzt werden mehr Ressourcen verbraucht aufgrund der tierischen Herstellung als vor 1000 Jahren, als wir noch mit einem Mammut und einem Säbelzahntiger gelebt haben, weißt du? Und das wird ziemlich dumm verwechselt, weil es gibt keinen Grund, tierische Produkte zu essen. Es ist einfach nur dumm. Und so klar muss man das darstellen. Ja, weil warum spiegelt mir mein Körper, und ich will hier nicht aus dem Ego reden, es kommt für viele vielleicht drüber, aber ich gehe nun mal diesen Weg schon so lange, und warum spiegelt mir mein Körper innerhalb von wenigen Tagen, dass meine Schmerzen um 60% weggegangen sind, nur weil ich mir eine Entscheidung getroffen habe, ich ernähre mich jetzt nun mal vegan, weil meine Schmerzen, die waren so schlimm, ich habe das nicht mehr ausgehalten und ich habe dann irgendwann ein Gefühl dazu entwickelt, was raubt mir denn Energie, was gibt mir denn Schmerzen und was tut denn, was nimmt denn die Schmerzen die Entzündung, was nimmt den Schmerzen die Energie und da tierische Produkte dich null weiterbringen, außer Säure erzeugen, weil das ist das Einzige, was tierische Produkte machen, nur Säure erzeugen und null nachhaltig sind und deinem Zuhause nicht gut tun. Das wäre noch interessant, da nachzuhaken.
wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich werde mich jetzt pflanzenbasiert ernähren, sprich das Beste aus den Pflanzen, nicht die Fertigprodukten, sondern wirklich das frische, pflanzliche. Und wie war das von der Zeitspanne? Du hast es jetzt kurz angeschnitten, aber es ging mir zu schnell. Ja, klar. Also Von da an, wo du die Ernährungsumstellung gemacht hast und wo es dir besser ging. ich habe einfach gemerkt, dass ich nach meinem letzten großen Fressanfall sozusagen, wir sind ja hier chronisch ehrlich, wir sind ja, das finde ich übrigens genial, dieser Name, Priscilla, wir sind ja unheilbar ehrlich, ja. Ja. Und ich habe das letzte Mal mein Stück Fleisch gegessen, das war 2010, also Ende 2009 in dem Sommer, Ja, wo die Fußball-EM oder WM war, ja. keine Weiß Ahnung. ich noch, da hat Deutschland, weil ich bin ein riesen Fußballfan, ich habe ja auch 8 Jahre im Fußballverein gespielt und so, ich bin ein Riesenfan von dieser ganzen Ja, dreckigen dann Maschinerie. solltest du es wissen. Ja, ja, genau. Und ich will nur sagen, da habe ich auf dem Grillfest mit der Familie, wo wir da das Halbfinale und so geguckt haben, da habe ich, wie gesagt, ich bin nicht Veganer geworden, weil mir Fleisch nicht geschmeckt hat. Ich habe Fleisch und diese ganzen berühmten Fastfood-Ketten wirklich geliebt. Ja, Mhm. also das macht einfach süchtig. Da sind nun mal Stoffe drin, die machen süchtig. Und Ja. als Mann, wenn man, wie gesagt, normal sein will, dann konsumiert man das. Das ist nun mal so. Ja, Mhm. und ich habe aber immer so übertrieben, dass ich irgendwann, wie gesagt, gemerkt habe, gerade auf meinem letzten Fressanfall mit dem Fleisch, ich habe am nächsten Tag und ich wusste da wirklich so doll, das ist vom Fleisch diesmal. Mhm. Äh, ich habe einfach nur übertrieben mit dem Fleischkonsum. Mhm. Und deswegen sage ich ja, es ist eine Übertreibung, was stattfindet. Aber mein Mitgefühl, das ist erst 4 Jahre später gekommen, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Weil es ist alles positiv und negativ im Leben, hat Vor- und Nachteile. Weil ich hatte den größten Vorteil, aber es war auch ein Fluch und Segen. Mein Körper hat mir das gespiegelt, der wollte das nicht. Ich habe mich dann irgendwann entschieden dazu, weil Mhm. dümmer geht es nicht, als da weiterzumachen. Aber das muss jeder selber wissen, weil jeder ist für sein Glück und seine Gesundheit selber verantwortlich. Deswegen zwinge ich auch niemanden dazu. Ich sage hier nur Fakten und Wahrheiten und mehr nicht. Ansonsten war das mit dem Anfang für meinen Weg die allerwichtigste Entscheidung, weil da ganz viel Energie frei geworden ist. Da ist ganz viel Klarheit frei geworden, weil wenn du Fleisch isst, das haben auch ganz, ganz viele meiner Klienten schon gesagt, die Wochen später merkten, dass Ängste auf einmal weniger werden. Ja, Ja. weil Tiere nun mal vor ihrem Tod so brutal behandelt werden, dass die Angst natürlich als Energie im Fleisch ist. Und du isst nun mal die Angst. Und man kann nicht sagen, die Angst, die wird durch das Braten verpufft werden. Nee, das ist nun mal als Qualität drin. Und natürlich sind Bioprodukte liebevoll totgestreichelt, aber die erleben auch den Todesschuss. Aber natürlich ist da ein Tick bessere Energie als Lebensmittel drin. Weißt du so? Aber es geht ja um die Mitte. Und, Ja. und, und darum geht's nur, um die Mitte, ja. Mhm. Das heißt, du hast angefangen, du hast dich entschieden und nachdem du 4 Jahre vegan warst, hast du ein Mitgefühl entwickelt. Wann aber war der Zeitpunkt nach der Ernährungsumstellung auf pflanzenbasierte, frische Ernährung, wo du gesagt hast, die Schmerzen, die sind jetzt weg? Na, das ging alles in einem her, als ich mich entschieden habe, nur noch vegan, ja, was so 2009 war, hatte ich parallel das muss ich halt so erzählen, von 2009 bis 2010, fast, ja, volle 2 Jahre, jeden Monat alle Seminare durchgemacht und schon Probe gewohnt in dem Seminarzentrum Neue Erde, wo unter anderem auch vegane Kochkurse und so stattfanden. Unter anderem. Mhm. Und irgendwann habe ich mich halt als Teilnehmer, ja, von diesen ganzen Seminaren so hinentwickelt und hingezogen gefühlt, dass ich da eingezogen bin. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich da automatisch, weil da ist nun mal ein positiver Gruppenzwang und wenn du da nicht mitmachst, dann brauchst du da auch nicht leben. Mhm. Und wenn sich einer die Frage stellt, ob man da einfach hinziehen kann, nee, kannst du nicht. Du musst dich dahin entwickeln und es muss seelisch und energetisch einfach passen. Ja,
Und dann kommt das Leben schon automatisch mit einem Angebot auf dich zu, ob du da leben kannst, sollst und willst. Das wirst du dann schon fühlen. Und dann habe ich 5 Jahre lang da noch viel mehr Prozesse durchgemacht in Richtung Darmsanierung, Leberreinigung, in Richtung diese ganzen Kochsachen, als veganer Koch Ausbildungen gehabt, ähm, ganz tiefe spirituelle Heilungsausbildungen gehabt. Dann haben wir seit 2011 im Sommer ist ja überhaupt dieser grüne Smoothie-Markt überhaupt richtig entstanden. Auch diese ganzen Mixer, die sind erst 2011 entstanden. Das wissen viele gar nicht. Ich habe das aber live erlebt, weil wir waren mit die Ersten, die damit angefangen haben. Und der Ursprung von den grünen Smoothies war nun mal die Ukrainerin Viktoria Butjenko. Das war die erste, die damit angefangen haben. Die kennen heutzutage auch kaum noch einer. Und die hat schon in den 90er Jahren damit angefangen. Ja, die ist von der Ukraine nach Amerika gegangen und war todeskrank. Und die hat den Mixer entworfen und die hat die grünen Smoothies entworfen. Ja, und die stammen nun mal von den Affen ab. Das wissen auch viele gar nicht. Ja, weil die Affen die einzige Spezies sind, die ihr komplettes Obst immer in Blattgrün. Aber ich rede jetzt hier nicht von Eisbergsalat, der hat kein Blattgrün, der besteht nur aus Wasser und hat überhaupt keine Vitamine. Das Chlorophyll ist da, wo das meiste Grün ist. Und das ist nun mal von Wildkräutern oder von Rucola oder von Feldsalat oder Mangold oder Wirsing oder Grünkohl, ja, oder sonst. Aber das ist der Unterschied. Und damit haben wir auch super krass angefangen, weil wir haben immer Du im warst noch Herbst. gerade bei den Affen. Was haben die Affen damit gemacht? Das eingewickelt oder wie? Ihre Früchte? Genau, die haben immer ihr Obst und das machen sie immer noch. Äh, die wickeln ihr Obst in Blattgrün ein. Ja? Also in Chlorophyllblattgrün. So, und da Affen haben ja einen ganz anderen Kiefer und eine ganz andere Zähne. Deswegen sind die grünen Smoothies übrigens entstanden, weil wir haben nicht so einen Kiefer und so eine Zähne und wir kauen auch unser Essen kaum, ja, weshalb unsere Schleimhaut das kaum aufnehmen kann. Deshalb sind die grünen Smoothies ja auch so wichtig, weil die ja flüssig sind. Die nehmen uns das ab. Die nehmen uns einfach nur das Kauen ab, weil ein Affe kaut jeden Bissen 400 Mal. Wow. So. Ja, und das hat die damals alles in ganz vielen Jahren, die Viktoria Butjenko, in ganz vielen Jahren und sehr harten Jahren selber ein Eigenstudium erforscht und erarbeitet. Und sie ist die Erfinderin von den Green Smoothies und die hat ganz viel Heilung damit bewirkt. Und seitdem ich das mache, geht es bei mir richtig voran. Ja, ich nehme natürlich noch viele andere Dinge wie MSM oder Magnesiumchlorid, wie Kombucha, ja, aber also vernünftige Kombucha mit Rohkostpilzen. Und ich nehme Dinge wie Vitamin C-Infusion, ja, aber ich nehme das so hoch dosiert und so in einer Routine dosiert, dass es sofort Wirkung hat. Weil, Deswegen sprichst du auch so schnell, gell? weil du hast ja ein Problem, dass du halt heutzutage an Informationsüberfluten fast Definitiv, erstickst und definitiv. die Leute überhaupt gar kein Gefühl entwickeln können, weil da Leute einen Quatsch erzählen, weil sie am Wochenende irgendein Seminar gemacht haben und sich sonst wie geheilt fühlen. Und dann können die aufgrund von ihrer wenigen Erfahrung, haben zwar ein Zertifikat in der Hand, aber die können es gar nicht in die richtige Richtung bringen, weshalb dann vielleicht ein Urteil kommt und gesagt wird, ja, vegan bringt ja nichts, aber vielleicht hast du von jemandem etwas gelernt, der gar keine Ahnung hat. Der hat halt einfach nur fehlende Erfahrung. Weil du kannst nur einem Menschen etwas beibringen, wenn du Erfahrung hast und das geht über Jahre. Ansonsten kannst du einem Menschen ja ziemlich in eine Pfanne hauen. Weißt du? Weil wenn du noch nie Auto gefahren bist und du setzt dich in einem Auto rein und du musst da 11 Dinge auf einmal beachten, dann wie willst du da Auto fahren? Du musst erstmal schalten lernen, weißt du? Und so ist es in allen Sachen, was Körper, Geist und Seele angeht. Ja, es gibt so einen berühmten Satz, der heißt, der Geheilte hat Recht. Und ich denke, da sprichst du auf diese Erfahrung hin, weil wenn du wirklich so krank warst und das erlebt hast, in Kontakt mit deinem Körper zu treten und da wirklich hinzuhorchen und in eine Partnerschaft zu kommen mit dem Körper und nicht einfach von ihm zu verlangen, dass er funktionieren muss, sondern es hinhören und zu sagen, was brauchst du? Du brauchst diese Komponente und diesen Baustein und das fange ich an, dir zu geben, dann passiert Heilung. Und das ist eine enorm stärkende Erfahrung, gerade weil wir so erzogen wurden,
Alles wird dir von außen hingetragen, von außen wird dir gesagt, was richtig und falsch ist. Und dabei haben wir ja diese Körperintelligenz in uns, die wir kennenlernen dürfen. Aber das braucht Zeit und Muße und auch Demut, weil gerade mit allen Körpersachen, meiner Meinung nach, wenn wir in diesem Leistungsdenken unterwegs sind, übergehen wir ihn. Aber wenn wir in diese liebevolle Demut kommen dürfen, dann fängt er an zu reden. Ich möchte aber eine anschließende Sache ganz kurz erwähnen. Ich habe auch die Erfahrung gesammelt, trotz viel Meditieren, Yoga, Beziehungen klären. Von heute auf morgen habe ich mein komplettes Zuhause loslassen müssen. Ich habe mich schon da vegan ernährt und relativ gut ernährt. Und ich war trotzdem schwer krank, weil ich einfach nicht den Weg gegangen bin, den das Leben von mir sehen will und den deine Seele mit dir gehen will. Deswegen ist der Weg, diese ganzen Sprüche, die haben voll ihre Berechtigung. Und ich erzähle hier nicht etwas, weil ich Recht haben will, sondern ich erzähle etwas, weil es einfach mal Millionen von Menschen gibt, die ein Energieproblem haben. Und das ist Fakt. Es gibt jedes Jahr so viele Menschen, die an Burnout erkranken. Und das ist ein Energieproblem. Und daraus entsteht noch ein größeres Problem. Und das wird immer schlimmer. Und ich arbeite deshalb, und das ist meine wichtigste Botschaft, und das habe ich auch so in meinem Buch erzählt, es wird aus meiner Sicht bis 2030, ja, und da sage ich jetzt ganz bewusst, da werden mir viele sagen, das ist ziemlich verrückt, aber nee, das wird wahrscheinlich passieren. Es wird ganz normal sein, dass man bis 2030 mit einem Schaman oder wirklich hochkarätigen Channel-Medium zusammenarbeitet, weil das mache ich seit über 10 Jahren. Und das ist der einzige Grund und der wichtigste Grund, warum ich überhaupt Heilung erfahren habe. Weil deine Wurzel deiner Probleme, die liegen weit tiefer als irgendeine Säure vom Fleisch oder irgendeine Angst im Dunkeln, sondern dahinter steckt viel tiefer, ein viel tieferes Problem. Und seitdem ich seit Jahren tiefgehend mit einem Schaman arbeite, der wirklich Ahnung hat und der dich nicht abhängig macht, ja, ich lasse mich jeden Monat behandeln, jeden Monat, und ich lebe immer am Limit. Ich riskiere jeden Monat alles und ich bin jeden Monat, in jedem Moment immer bereit, Opfer zu bringen. Ich bin immer bereit, loszulassen, immer bereit, den Abenteuergeist für Veränderung zu haben, ja, und das haben die meisten nicht. Wie soll denn das Universum dir Heilung schenken? Wenn du nicht du musst offen sein. Und zwar immer offen sein. Und das hat nichts damit zu tun, immer zu flüchten oder sonst was. Das hat damit zu tun, dass man Wunder für möglich hält. Und aus meiner Sicht ist Heilung aktuell nur möglich, also richtige Heilung, wo das Problem aufgelöst ist, ja, und nicht wiederkommt. Weil ansonsten wirkt alles wie spirituelle Medikamente. Deswegen kann ich das nur jetzt sagen und deswegen konnte ich das nicht am Anfang sagen, weil dann würden viele Menschen nicht mehr zuhören. Weil warum können sich 4 Millionen Menschen nicht von Rheuma heilen? Warum nicht? Die gehen nicht tief genug. Du gehst nicht tief genug. Es gibt immer noch eine Stufe tiefer und dann kommt die nächste Stufe. Und die ist dann nicht mehr vom Verstand zu erklären. Und es wird nicht mehr anders möglich sein, als mit einem Schaman zu arbeiten oder mit einem richtigen Heiler zu arbeiten. Oder mit dem Heiler in sich selbst. Also meine Erfahrung ist, sonst noch meine Geschichte dazu. Ich habe mich mit der Ernährung in ein Gleichgewicht gebracht, dass mein Milieu basisch wurde. Und in diesem Moment hat sich meine Körperintelligenz aktiviert. Das heißt, ich konnte wirklich spüren, wo sind emotionale Verletzungen und so weiter. Und dann erst hatte ich die Klarheit, wirklich auch gute Entscheidungen zu treffen. Gehe ich jetzt zu dieser Traumatherapeutin? Schaue ich mir das hier bei einer geistigen Leiterin an und so weiter. Aber wirklich vor dem hätte ich das nicht gekonnt, da wäre diese Körperintelligenz nicht aktiviert gewesen. Und deswegen ist es für mich so eine lebendige Grundlage, dieses Gemüse und diese Früchte, wo wir uns reinigen können, wo wir stabil werden dürfen. Und dann geht es darum,
was ist mein Grundnaturell, also wofür bin ich erschaffen worden. Und ist es genauso, wie du sagst, wenn wir das erkennen dürfen und dann in unserer Berufung leben, dann ist ganzheitliche Heilung möglich. Und das ist so eine wundervolle, positive Botschaft. Und die ist gar nicht so anstrengend. Ich glaube, das Einzige, was sehr anstrengend ist, das habe ich vorhin gemeint, ist diese Demut. Immer wieder demütig zu sein vor dem Leben und diesen Aufgaben. Du hast es vorhin genannt. Wenn das von mir verlangt wird oder das von mir verlangt wird. Und ich würde das eben, diese Demut dem Leben gegenüber nennen. Ja. Und die Frage ist, ob die Menschen die Abkürzung wollen oder jahrelange Umwege gehen wollen. Das ist ja ihre Entscheidung. Aber die Abkürzung, die bietet definitiv der Anfang mit Ernährung in Zusammenarbeit mit einem hochkarätigen Heiler. Ja, das ist die Abkürzung. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, willst du die Abkürzung gehen? Ja, aber die Abkürzung, die bringt dir natürlich schnellere Heilung, aber Heilung bedeutet auch, dass Prozesse schneller in Gang kommen können, wo passieren kann, das ist mir nämlich sehr oft passiert, warum ich auch eine Nahtoderfahrung gesammelt habe, ist, weil so viele Prozesse so schnell in Gang gekommen sind, dass der Körper gar nicht hinterherkommt. Und deswegen muss jeder individuell ganz doll Mitgefühl mit sich selber entwickeln. Und das ist deswegen ist es so wichtig, was du eben gesagt hast, das Allerwichtigste. Das ist, klar, du kannst es über Ernährung machen oder über Meditieren, deswegen wundern sich ja viele, warum auch in Heilpraktikerkreisen oder in Heilerkreisen, habe ich auch alles erlebt, Menschen ohne Ende Fleisch essen können und gleichzeitig so eine Heilungsfähigkeit besitzen. Das wundern sich ganz viele. Das gibt es ja tausendfach. Ja? Ja, das liegt daran, weil die Abkürzung nehmen. Das liegt aber nicht daran, dass es besser und schlechter, sondern es ist wichtig, sich mehr pflanzlich zu ernähren, weil es geht darum, eine Sensibilität für sich zu entwickeln. Ja, Ja, und auch für die Erde da zu sein, ja. Und durch diese Demut und die Sensibilität und das Mitgefühl zu seinem Körper, ja, um endlich mal nicht so abgestumpft durchs Leben zu gehen, weil darum geht es ja, weil dann bist du angebunden mehr zu deinen spirituellen Weisheiten. Und Energie ist Information und Bewusstsein. Je höher deine Lebensenergie, je mehr und je tiefer entwickelt sich automatisiert dein Bewusstsein und dann kommen die richtigen Informationen zu dir. Und deshalb triffst du ganz selten einen Menschen, der unheimlich kreativ ist. Ja, ich weiß, gibt es alles, ja, ich kenne die Kommentare, ja, die jetzt wahrscheinlich denken, aber es gibt ganz selten Menschen, die unglaublich kreativ sind, ja, und gleichzeitig die übelsten Depressionen haben oder gleichzeitig körperlich große Beschwerden haben. Die 90-prozentige Mischung ist die Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, haben hohe Energie. Die kommen in einem Raum und du kennst die Menschen gar nicht, aber du siehst, ey, mit dem will ich Kontakt haben. Der hat eine Ausstrahlung. Da gehe ich jetzt hin. Aber die haben gar nichts gesagt. Die kommen einfach nur in einem Raum, weißt du? Und das sind die Menschen, die haben hohe Energie. Und entweder hast du sie von Natur aus oder du entwickelst sie selber. Aber die Leute verstehen nicht, dass nach oben hin gibt es keine Grenzen. Nur nach unten hin. Dann funktioniert irgendwann nur noch das Herz-Kreislauf-System. Und das ist der Unterschied. Und es ist viel schwerer, sich von unten nach oben zu entwickeln, als oben zu bleiben und das Level zu halten. Aber es ist auch nicht einfach, das Level zu halten. Nee. Das wird es wird nicht verstanden. Weißt du, Priscilla, wir vergessen hier eine Sache und die müssen wir zum Ausdruck bringen. Menschen wollen oft Heilung erfahren und denken, wenn sie jetzt eine Woche meditieren oder irgendeinen Online-Kurs machen, dann sind sie für immer geheilt. Das funktioniert nicht. Das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, oder? Du musst heile dich selbst und wenn du nicht selber genug für dich sorgst, dann kannst du nicht für andere da sein. Du musst das Level halten. Oder was sagst du dazu? Ich würde immer sagen, du darfst das Level halten. Ja, genau, du darfst, natürlich, absolut. Genau. Und ich habe vorhin schon den Spruch gemacht. Ich habe gesagt, das ist schade, ne? wenn man das aufgibt, was man erreicht hat, oder? Das ist schade, ne? Ja, das wäre schade. Ich habe schon vorhin den Spruch gemacht, da bist du nicht darauf eingegangen. Ich habe gesagt, du sprichst höchstwahrscheinlich so schnell, weil dein Vitaminlevel so hoch ist und deine Energie auch. Du kannst nämlich echt schnell sprechen und das ist gar nicht so leicht für uns Schweizer, weil wir sind ja eher die Gemütlichen.
Ich komme gar nicht hinterher. Ja, aber wie soll ich dir so viel Lebenserfahrung in so kurzer Zeit übermitteln? Das geht ja hier darum, die Leute können das ja auch mehrmals hintereinander gucken, aber keine Sorge, ich bin sehr bewusst, was diese Sachen angeht. Ich bereite mich auch immer energetisch sehr vor. Ich habe 1,5 Stunden meditiert, bevor wir hier ins Interview gegangen sind. Ja, Wahnsinn. Ja, vielen lieben Dank für den Austausch. Und ich meine, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, du kannst in dem kurzen Interview nicht alles sagen, das ist klar, aber man kann ja auch einfach dein Buch kaufen oder dir auf Instagram folgen und da einfach mehr rausziehen. Ja, Und ja, ich möchte mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken für all das Wissen, was du mit uns geteilt hast und auch ja, den Mut da rauszutreten, weil ich denke immer, wenn man das erlebt hat, diese Tiefe, wo man merkt, man hat diesen Raubbau betrieben seinem Körper gegenüber und dann wieder da gerade zu stehen und sich aufzuarbeiten und das dann ehrlich zu erzählen, das ist auch nicht ohne. Klar, man kriegt irgendwann Übung darin, aber trotzdem wirklich vielen, vielen Dank, dass du dich da ja, so verletzlich auch machst. ja, vielen Dank, liebe Priscilla. Und es ist mir am Anfang, ich gehe ja seit genau 6 Jahren in die Öffentlichkeit. Und auch als ich am Anfang mich dagegen gewehrt habe, und du kannst mir wirklich glauben, ich war früher so sensibel, äh, ich habe mir, ich hab mir als Jugendlicher vor Angst nicht mal getraut, weil ich auch so wenig Selbstliebe hatte und wenig Selbstbewusstsein. Ich habe mir nicht mal getraut, zu meinem Nachbarn zu gehen, zu dem Jungen, da war auch ein Junge, der so alt war wie ich, und zu fragen, ey, wollen wir ein bisschen zusammen was spielen oder so, weißt du, das habe ich mir nicht getraut. Ich habe so eine Angst gehabt, äh, das war so dumm und so ging mein Leben lang, ja, und die Frage ist nur die, So warte der mal, die Sache ist nur die, mein Körper hat mir genauso gespiegelt, wenn du nicht in die Öffentlichkeit gehst mit deiner wichtigen Nachricht, dann haue ich dir hier ein paar Dinger um die Ohren. Und deswegen musste ich ganz lange, viele Jahre habe ich gebraucht, weil wenn du mit so einer Nachricht, was das Thema Heilung angeht, in die Öffentlichkeit gehst, bis hin zum Fernsehen, wo ich schon mehrmals war, äh, und mit einer Instagram-Frage einer der größten deutschen Verleger bekommst, übrigens mit einer Instagram-Frage, was mir auch kaum einer glaubt, ja, dann ist es ein deutliches Zeichen, wo das Leben dich hinhaben will. Und du kannst dich natürlich dagegen wehren, aber es ist Gott sei Dank nicht jedes Leben gleich. Aber die Leute, die Heilung erfahren und die Abkürzung an Erfahrung haben wollen, die können sich gern bei mir melden, wenn sie wollen, weißt du. Aber ich mache das deshalb, weil es mein Weg ist. Mhm. Und viele erfahren überhaupt keine Heilung, weil sie ihren Weg nicht finden. Weil sie nicht, also die fühlen ihren Weg nicht. Und der kann nun mal auch so sein, dass du ein Leben lang als Putzfrau oder als hochkarätiger VW-Manager arbeitest. Hauptsache, du bist glücklich. Du wachst jeden Tag auf, du weißt, was du vom Leben willst, du weißt, was das Leben von dir will, ja. Und mehr gilt es hier gar nicht in dieser Welt, weil wir machen vieles so kompliziert. Weil viele haben vielleicht jetzt Angst, Mensch, wo soll ich denn anfangen? Jetzt ist der Robert da. Aber ich gebe den Menschen ja wenigstens ein Gefühl der Hoffnung und die können das wenigstens ausprobieren mit Leichtigkeit, in direkter Umsetzung. Und das ist der Unterschied. Aber du musst natürlich gar nichts. Ne? Ja, das nehme ich auch gleich als Schlusswort. Und zwar nehme ich das wirklich, was Robert gerade gesagt hat, und ich möchte das mit euch teilen, dass die Aussage, Hauptsache ihr seid glücklich und euren Weg zu finden. Und ich glaube, wir haben da viele Impulse und Ermutigungen bekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wünsche euch einen wundervollen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Alles Liebe. Tschüss. Ciao.